Rumjammern ist was für Loser. Dieser Titel hat es in sich. Formulieren wir es positiv, was sind 5 Schritte aus der Opferrolle? Und ganz am Anfang natürlich der Disclaimer, ich verurteile das auf keinen Fall, wenn jemand gerade in dieser Rolle hängt. Wenn jemand sich ein Loch gegraben hat, in dem er nicht mehr rauskommt. Aber erster Rat, wenn du im Loch bist, hör auf zu graben. Denn Rumjammern ist furchtbar kraftvoll, fürchterlich kraftvoll. Denn es behindert dich in deiner Entwicklung. Aber du kannst da rauskommen durch deine eigene Kraft. Wirst du dich am Schopf aus dem Dreck ziehen, so wie ich es getan habe. Als ich noch Haare hatte, Leute, vor 20 Jahren, als ich mitten in meiner Scheidung steckte und so gut wie mittellos war, ja, ich habe mich auch wie ein Opfer gefühlt und ich dachte echt, ich hätte allen Grund dazu. Ich hatte keinen einzigen Cent und wollte natürlich trotzdem ein guter Vater sein, der seine Kinder mal zum Essen ausführt, auch wenn es nur der Pappchinese um die Ecke war. Und ja, ich habe immer meine Kinder gefragt, was sie haben wollten. Und meistens blieb dann so viel übrig von dem, was sie nicht gegessen haben, dass ich davon bequem satt werden konnte. Ich erinnere mich aber noch genau an diesen Tag. Es war dieser Pappchinese am Grindel im Hamburger Studentenviertel, wo ich mit meinen Kindern saß und die waren vielleicht 5, 7 Jahre alt und die haben alles aufgegessen. Alles, komplett alles. Und ich hatte so einen Hunger und ich hatte fest damit gerechnet, dass sie ihre Portionen nicht schaffen, aber sie haben sie geschafft. Sie wurden ja nun auch Stunde um Stunde größer und ich hatte Hunger und wusste, ich musste irgendwie den Nachmittag durchstehen. Da habe ich unser Plastiktablett, es war ja ein Schnellimbiss, in einen dieser Tablettwagen geschoben und habe gesehen, da hatte irgendjemand tatsächlich sein Essen nicht aufgegessen. Und da lagen auf einem Tablett, wie für mich hergerichtet, 5, 6, 7 saftige Stück Ente. Und während sich meine Kinder ihre Jacken anzogen, habe ich mir diese Ententeile in den Mund geschaufelt. Und ich fühlte mich wie der letzte Loser, der irgendwie was von der Straße aufhebt, um zu essen. Oh Mann, ich war wirklich am Boden für eine Zeit. Und ich kann jeden verstehen, der in diesem Loch hängt über Tage, über Wochen, ohne Monate, ohne einen Weg rauszusehen. Aber man kommt raus aus dieser Opferrolle. Und hier sind 5 Schritte für euch, macht daraus was Gutes. Das erste ist, erkenne die Mechanismen dieser Opferrolle. Wie immer, wie auch im Beruf, steht die Analyse nun mal an erster Stelle über diese Situation. Diese Opferrolle, in die du dich begibst, die mag vorübergehend Mitleid auslösen und dich auch zu Dingen animieren wie mich damals, die du sonst niemals tun wirst, um kurzfristig irgendwie zu überleben, um kurzfristig von jemand ein bisschen Geld oder ein Bett für eine Nacht zu bekommen. Aber langfristig ist diese Opferrolle eine furchtbare Falle, die nicht nur Machtlosigkeit bedeutet, sondern auch Stillstand, ein Zementieren deiner aktuellen Situation, die du ja gar nicht willst. Stillstand und Machtlosigkeit, das heißt, du verhinderst damit aktives Handeln und eine Weiterentwicklung deiner selbst. Das war eine Studie in den 60er, 70er Jahren, die gezeigt hat, dass wiederholte negative Erfahrungen zu Kontrollverlust führen. Das heißt, du denkst, du hast keine Kontrolle mehr über dein Leben und versuchst es erst gar nicht. Martin Seligmann hat das so gesagt. Erlernte Hilflosigkeit ist so eine Ich-gebe-auf-Reaktion auf die Umstände, weil du denkst, dass alles, was du tust, überhaupt keine Wirkung hat. Diese Mechanismen, diese Falle musst du durchschauen. Und dann geht es zu Schritt 2. Der Schritt 2 ist der Schlüssel zu deiner Befreiung, nämlich die radikale Übernahme von Eigenverantwortung. Das heißt, du musst aufhören, andere oder auch nur äußere Umstände für dein eigenes Unglück verantwortlich zu machen. Es gibt ja eine Menge Forschung zum Locus of Control, also sozusagen so etwas wie der Ort oder der Platz der Kontrolle. Wo findet Kontrolle statt? Diese Forschung von Julian Rotter besagt, dass es Menschen gibt, die an einen internen Locus of Control glauben, also dass sie selbst ihr Leben bestimmen können, aber auch solche, die an einen externen Locus of Control glauben, dass das außerhalb von ihrem Handlungsspielraum liegt. Also auch abhängig von so etwas wie Schicksal, den Sternen oder ob man Glück hat oder Unglück. Deswegen, wenn du Vater oder Mutter bist und deinem Kind irgendein Amulett mitgibst, dass es die Klassenarbeit ja besteht,
vielleicht keine so gute Idee, weil das Kind soll ja verstehen, dass es ein bisschen davon abhängt, ob es lernt für die Klassenarbeit, ob es genug schläft vorher und so weiter und so fort. Aber nicht, dass es von Glück abhängt, was irgendwie von der guten Laune der Götter abhängig ist. Oder ob du irgendein Amulett mit dir rumträgst. Deswegen mach bitte auch kein Drama draus, wenn sich jemand von dir nicht richtig verabschiedet und du ihm nicht irgendwie Gottes Segen und was auch immer mitgegeben hast auf seinen Wegen. Die Person muss ja lernen, dass sie selbst im Straßenverkehr aufpassen muss und dass nicht irgendwie der gute Weg von den Glückwünschen der Mutter oder dem Freund oder der Freundin abhängig ist. So, zurück zu der Forschung. Da wird eben ganz klar festgestellt, dass Resilienz, Thema für anderes Video, und Erfolg stark von diesem internen Locus of Control abhängt. Und für alle, die psychologisch interessiert sind, Reiz und Reaktion. Es gibt einen Reiz aus der Außenwelt und es gibt eine Wahl, wie ich darauf reagiere. Nur zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und das ist ein Zitat von Stephen Covey. In diesem Raum haben wir die Macht, uns eine Antwort zu überlegen. Und in dieser Reaktion liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Also so schwierig es für dich in diesem Moment erscheinen mag, du kommst nur aus dieser Falle heraus, wenn du selbst die Entscheidung für dein Leben übernimmst. Während die zweite Stufe mehr so die Entscheidung für das eigene Handeln war, kommen wir in der dritten Stufe dazu, das tatsächlich umzusetzen. Also drittens, statt reaktiven Jammern, lieber proaktives Handeln. Anstatt sich in Selbstmitleid zu suhlen und zu jammern, ist es wichtig, dass man ins Handeln kommt, ins Proaktive. Warum steht da proaktiv und nicht nur aktiv? Das soll eben betonen, dass ich durch eine gewisse Vorplanung mein Handeln auf ein Ziel ausrichte, das heißt, das Geschehen selbst bestimmen und bewusst eine Situation herbeiführen möchte. Wenn ich proaktiv handle, unternehme ich aktive Schritte zu einer Veränderung der Situation. Und dieses Rumjammern raubt nicht nur anderen den letzten Nerv, sondern dir selbst schadet es auch. Jammern ist ein Energiekiller. Hör auf damit. Konstruktives Handeln hingegen ist machtvoll, kraftvoll, gibt dir Energie. Und da gibt es eine spannende Studie zur Selbstwirksamkeit von Albert Bandura, dass Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit schwierige Aufgaben als Herausforderung sehen und nicht als Bedrohung, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Na, erkennst du dich da wieder? Gehst du solchen schwierigen Aufgaben aus dem Weg? Man kann das lernen, diese Aufgaben als Herausforderung zu sehen, als sportliche Herausforderung. Nicht umsonst werden fast unrealistische Ziele in Projekten als sportlich bezeichnet, weil diese Leute so denken. Sie schauen nach, wie können wir eine Lösung finden. Aber natürlich gibt es auch diese Leute, die dir knallhart sagen, dass sie nicht daran glauben und dass sie das für komplett unrealistisch halten. Ihr kennt vielleicht diese Geschichten um Steve Jobs, der einfach nicht akzeptieren wollte, dass irgendetwas nicht ging. Also als ob Steve Jobs in irgendeinem Feld der Fehlwahrnehmung lebt. Aber Steve Jobs hat einfach nicht akzeptiert, dass Probleme nicht lösbar sind. Was will ich damit alles sagen? Es gibt tatsächlich eine Kraft des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Auch wenn du es im Moment nicht spürst. Ich war auch irgendwo ganz unten und habe es geschafft, mich daraus zu arbeiten. Und wie das geht, bringt uns zum vierten Punkt. Fokussiere auf Lösungen und nicht auf Probleme. Kennt ihr dieses Phänomen, dass an einem Skihang ein einziger Baum steht und immer wieder krachen Menschen gegen diesen Baum? Warum ist das so? Weil sie sich auf diesen Baum fokussieren und sagen, bloß nicht an diesem Baum krachen. Und anstatt links oder rechts vorbeizuschauen, schauen sie auf den Baum und krachen dagegen. Und ja, natürlich nicht allen, aber denen mit diesem Mindset, die fokussieren sich auf diesen Baum und krachen schließlich dagegen. Genauso gibt man ja in der Führerscheinausbildung den Leuten den Rat, wenn sie geblendet werden von dem Licht eines entgegenkommenden Fahrzeugs, nicht auf dieses Licht zu schauen, sondern an die Seite. Oder wie spirituelle Leute sagen, wenn du in der Energie des Problems bist, kannst du die Lösung nicht finden. Das heißt also, sitz nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und schau das Problem an und jammer, sondern geh einen Schritt zurück und fokussiere dich auf das Handeln. Sag, alles was bislang passiert ist, ist passiert. Das kann ich nicht ändern.
Was kann ich ab jetzt, ab diesem Moment ganz konkret tun, um meine eigene Zukunft zu bestimmen? Befreie dich aus diesem Kreislauf. Oh nein, diese Person hat mir so übel mitgespielt. Ja, und diese auch. Und vermutlich diese wird mir auch übel mitspielen. Und ich bin so ein armer Kerl. Und meiner Mutter haben sie ja auch schon so übel mitgespielt damals. Hör auf damit. Atme durch, sag anders. Sag, was kann ich jetzt in diesem Moment für mich tun? Das, was passiert ist, ist passiert. Ich kann es nicht ändern. Was kann ich jetzt ab diesem Moment für mein eigenes Leben tun? So kommst du zur Lösung. Vergiss die Probleme mal einen Moment. Und dabei hilft dir 5. das perfekte Gegenmittel zur Jammerei. Die Dankbarkeit. Ja, und jetzt nicht Dankbarkeit. Es ist ein Wundermittel, glaub mir. Ich habe mich damals aus der Situation sehr schnell wieder gefangen. Ich habe tatsächlich irgendwann gedacht, wie geil war bitte das denn? Ich denke, jetzt hast du all dein Essen deinen Kindern gegeben, wie man das ja nun so machen muss, aber was bleibt mit mir? Wer gibt mir Essen? Und zack, hatte ich Essen. Und ich habe mich erinnert, dass ich in Hamburg in der Stadt meiner Träume war. Und ich habe mich erinnert, dass ich gerade ohne Scheiß den Krebs besiegt hatte und sozusagen neu geboren war. Wie kann man dafür nicht dankbar sein? Und ja, dass man sich schlecht fühlt in der Situation der Scheidung, das ist normal. Wichtig war, was habe ich jetzt und was habe ich in diesem Moment? Ungeachtet von dem, was alles vorher war und was alles vielleicht noch kommen wird. Was habe ich in diesem Moment? Und da fand ich mich eigentlich ganz cool, so als Vater ohne Geld, ob verschuldet oder unverschuldet, aber der halt trotzdem jedes zweite Wochenende ordentlich mit seinen Kindern verbringen will. Dankbarkeit ist ein absolut kraftvolles Werkzeug, um deine Perspektive zu verändern und dich von jetzt auf gleich ein klein bisschen glücklicher zu fühlen. Ich kann von mir mit einigem Stolz sagen, ich habe das geschafft. Und du kannst es auch schaffen. Also, schau dir vielleicht noch dieses Video hier an. Auf jeden Fall lass mir ein Abo da und komm ins Handeln. Denn du bist kein Loser, du bist jemand, der handelt, oder?